Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. In meinem Vorgarten wachsen Iris. Hier seht ihr eine große Blüte, eine helle Blüte und hier wieder eine andere Sorte. Und dabei fiel mir ein altes Video ein. Das ist schon einige Jahre her, dass ich das gedreht habe. Und das wollte ich euch heute einfach nochmal zeigen. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Ich hoffe, ihr bleibt dran und schaut, wie ich das gemacht habe. Lasst uns einfach anfangen. Hallo, heute arbeite ich auf einem Hintergrund aus der Serie Hintergründe und Texturen, die Nummer 3. Ich verlinke euch diesen Hintergrund nochmal unter dem i. Und diesen Hintergrund habe ich anschließend noch versiegelt mit Acrylbinder, mit mattem Acrylbinder. Nun zeichne ich darauf meine erste Irisblüte in Anlehnung an ein Foto, was ich auf dem Handy habe. Ich zeichne aber nicht naturalistisch, sondern etwas freier, eigentlich auch ein bisschen aus der Fantasie. Die zweite und die dritte Blüte zeichne ich vollkommen aus der Fantasie. Zum Zeichnen nehme ich einen Aquarellfarbstift. Für die anschließende Ausarbeitung nehme ich die Farben, die ich auch schon für den Hintergrund verwandt habe. Ein Elfenbeinweiß, ein Ultramarin und ein helles Braun. Zusätzlich dazu habe ich noch ein Ockergelb verwandt. Für die Grüntöne später noch ein ganz klein wenig Cadmiumgelb. Nun seht ihr im Schnelldurchlauf meine Ausarbeitung und ich möchte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Schaut es euch an und genießt einfach Musik und Film. Viel Spaß dabei! Die Musik, die ihr gerade hört, ist aus der YouTube Audiobücherei und sie ist lizenzfrei von Chris Hogan und heißt Natural Light. Kleine Info zur Musik aus der YouTube-Bibliothek.
von Vian Auckland. Und auch dieses Musikstück ist aus der Audio Library von Reed Mattis, Outlaws Very Well, Part 1. Wir sind schon am Ende.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr auch eine Idee zu diesem Hintergrund. Bleibt gesund und kreativ. Tschüss!